Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Sinn des Lebens. Gerade mitten in unserem Hirn befindet sich ein kleines, wichtiges Ding, nämlich die Zirbeldrüse. Und das ist gerade jetzt in der Transformationszeit wohl eines der elementaren Bausteine. Und heute mit meinem Gast, der Elisabeth Westermann, werde ich heute darüber sprechen. Hallo Elisabeth. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich freue mich auch. Dieses Thema Zirbeldrüse, ich denke, das ist jetzt gerade in dieser Zeit ein ganz entscheidende Drüse. Und wie ist deine Sicht dazu? Also erstmal, warum heißt das Ding überhaupt Zirbeldrüse? Die Zirbel ist eine Sonderform der Kiefer. Und die Kiefernzapfen, die kennt man ja. Und so ähnlich sieht die Zirbeldrüse aus, nur ganz klein. Und sie befindet sich hier mittendrin in unserem Gehirn und liegt der Hypophyse gegenüber und arbeitet in gewisser Weise auch mit ihr zusammen. So, jetzt muss ich sagen, ich bin kein Arzt. Von daher konzentriere ich mich in der Arbeit mit der Zirbeldrüse auf ganz bestimmte Teile, auf ganz bestimmte Aspekte. Die Zirbeldrüse hat eine unglaublich umfassende Funktion, die scheint ähnlich umfassend zu sein wie der Atlas in dem Übergang zwischen Schädelbasis und Körper. So hat die Zirbeldrüse eine Funktion in den verschiedensten Bereichen des Lebens. Da war ich sehr erstaunt, als ich darüber gelesen habe. Aber ich habe es eben auch nur mal gelesen und kann es jetzt nicht einfach referieren. Darüber findet man dann natürlich einiges in Büchern auch. Was mich besonders interessiert und eben auch gerade im Zusammenhang mit der Zeit, in der wir jetzt leben, sind vor allen Dingen die Aspekte der Zirbeldrüse, die für uns wichtig sind, für die Zukunft, in die wir hineingehen wollen. Die Zirbeldrüse ist ein Organ, was in der Lage ist, eine Verbindung zwischen der Kopfintelligenz, sprich dem linearen Denken, A und B und C und D und E, ja. Wenn ich also die Lektion 1 gelernt habe, lerne ich die Lektion 2, lerne ich die Lektion 3 und so weiter. Und dann hinterher kann ich dann Englisch. Ja? Das ist lineares Denken. Zum komplexen Denken, was nämlich durch die Herzensintelligenz geschieht. Diese Verbindung kann die Zirbeldrüse herstellen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir haben in der Zeit von Descartes eine bewusste Trennung zwischen Philosophie und Wissenschaft begonnen. Und die war auch wichtig, die war interessant und es war auch offenbar, wenn du so willst, da alles aus der göttlichen Hand kommt, für das Göttliche interessant, die Getrenntheit mal auszuprobieren. Dieses Spiel ist ein bisschen weit gegangen. Ja, gerade findet seinen Höhepunkt, ja. Und diese Trennung ist jetzt nicht nur zwischen dem Göttlichen und dem Menschen, es ist unter den Menschen, es ist zwischen Mensch und Natur, es ist zwischen Mensch und Tier und es ist auch innerkörperlich. Und die Zirbeldrüse kann die Verbindung wiederbringen. Die ist das Organ, was einfach unterstützend ist dafür, dass die Verbindung wiederhergestellt wird. Und die wurde ja auch ein Stück weit unterbrochen durch äußere Einflüsse. Die Zirbeldrüse ist bei uns Menschen zu sehr verkalkt. Es ist normal, dass sie in gewisser Weise Kalk ansetzt, wenn wir älter werden. Das ist offenbar sogar gut. Aber dieser Prozess ist zu stark geworden. Und dann muss man sich vorstellen, dieser Kiefernzapfen ist wie in Beton gegossen. Ja? Und dadurch ist es so, ist natürlich übertrieben, aber dann hat man ein Bild. Ja, man hat ein Bild dann, ja. Dann kann man sich vorstellen, dass das nicht mehr wirklich wirksam ist. Man kann sich sehr einfach unterstützen darin, dass dieser Prozess nicht noch weitergeht, indem man erstens dafür sorgt, dass man sich fernhält von allem, was Fluoride enthält, sei es die Zahnpasta, sei es das Wasser, teilweise das Trinkwasser ja auch mit Fluor versehen, mit Fluorid versehen, oder sei es beim Zahnarzt, wenn man eine Zahnreinigung bekommen hat, dass man einfach dafür sorgt, dass man da
sich von fernhält, weil das Problem ist nicht das bisschen Fluorid, was ich gerade übers Wasser kriege oder das bisschen Fluorid, was ich gerade über die Zahncreme kriege. Das Problem ist, dass der Körper dieses Fluorid anreichert. Es wird nicht ausgeschieden. Und irgendwann erreicht das einen kritischen Punkt und dann fängt es an, wirklich gegen uns zu arbeiten. Und das braucht man nicht. Nee. Gibt es Erkenntnisse darüber, dass man diese Mauer wieder aufbrechen kann? Ja, das ist das, was die Klangcodes können. Die Klangcodes sind in der Lage, weil sie einfach Informationen sind, die auf den Körper gegeben wird, sind sie in der Lage, den Körper dazu zu veranlassen, dass er das aufbricht. Wie er das dann macht. Hast du da so einen ganz speziellen Klangcode für die? Ja, ich habe ganz spezielle Klangcodes für die Zirbeldrüse, die weiß ich jetzt nicht auswendig. Okay. Kann ich dir leider im Moment nicht singen. Aber es gibt die Möglichkeit, einerseits die Zirbeldrüse eben von dieser Verkalkung zu befreien. Und wir könnten das so machen, da ich diejenige bin, die die Klangcodes in diesem Leben wieder entwickelt hat oder wiederentdeckt hat, kann ich auch spontan um einen Klangcode bitten, der dann jetzt aber nur dieses Mal einfach wirkt. Den kann man nicht einfach allgemein. Das finde ich ja aber toll. Mit dem wir dann nachher mit der Zirbeldrüse arbeiten können. Aber lass mich erst mal ein bisschen erklären. Ja. Also es geht einmal um die Verbindung. Die Zirbeldrüse ist hier innen drin. Und wir haben ja immer die Verbindung Zirbeldrüse, drittes Auge und haben dann unter Umständen fälschlich die Idee, die Zirbeldrüse säße hier vorne. Zumindest hatte ich die Idee. Stimmt aber nicht. Das dritte Auge sitzt hier vorne. Das heißt, das ist das, womit wir intuitiv wahrnehmen können. Hell sehen, hell fühlen, hell wahrnehmen, wissen, dass etwas nicht stimmt. Das sogenannte Bauchgefühl, das hat eben hiermit auch zu tun. Und da gibt es eine direkte Verbindung. Und von dieser Verbindung gibt es die direkte Verbindung zur Herzensintelligenz. Und unser Herz ist ein Wahrnehmungsorgan. Und es ist ein Organ, was Nervenzellen hat. Wir haben ein Herz-Nervensystem. Da gibt es Forschungen drüber, auch in der Schulmedizin. Es ist auch eine Drüse, eine Hormondrüse. Weiß auch kaum jemand. Aber da gibt es neuere Forschungen drüber. Und es wundert mich nicht, dass das alles jetzt bekannt wird, weil wir diese Kräfte jetzt dringend brauchen. Ja. Ja? Wir müssen oder wollen wieder lernen, zu unterscheiden, was ist meins, was ist nicht meins. Meinen Weg zu gehen, meine eigene Schöpferkraft wieder zu entdecken. All diese Dinge, das hat mit der Herzensintelligenz zu tun und es hat mit der Zirbeldrüse zu tun. Und dafür brauchen wir eine gut funktionierende Zirbeldrüse. Und dann bin ich auch in der Lage, Wahrheit schneller zu erkennen und die Lüge schneller zu erkennen. So ist es. Ja? Okay, dann haben wir echt ein Zirbeldrüsenproblem in Deutschland. Ja. Dann sollten wir uns da dringend drum kümmern. Ja, es ist unglaublich wichtig, dass ich wieder auf mich zurückgeworfen bin. Und wir hatten in Deutschland die Dichter und Denker, die gesagt haben, es geht um das selbstständige Denken. Immanuel Kant in der Aufklärung. Ich will das jetzt nicht alles zitieren, dann brauche ich zu lange, weil wir sind ja jetzt mit der Zirbeldrüse. Ja. Aber es wäre auch noch mal ein interessantes Thema, darüber zu sprechen, wie komme ich wieder zum selbstständigen Denken. Die Zirbeldrüse spielt dabei eine ganz große Rolle. Und ich entdecke dann auch wieder, dass ich Schöpfer meiner Welt bin. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass er schöpferisch tätig war. Ja. Und wenn es nur war, dass du hier angekommen bist und dir den Parkplatz bestellt hast, was ich heute Morgen nicht gemacht habe. Den Ring hast du ja auch nicht bestellt. Ja, da ging es um ein paar, ja. Ja. So, hätte ich den Parkplatz bestellt, dann wäre das Auto, was da vor mir stand, ein Stückchen weiter vorne gestanden. Dann hätte ich mich einfach dahinter einparken können und das ganze Drama, ich bin mitten in den Regen gekommen hier, als ich hier ankam, hätte nicht stattgefunden. Ja, also ihr habt alle schon mal erlebt, dass ihr an jemanden gedacht habt und der hat dann den nächsten Tag angerufen. Ihr habt alle schon mal erlebt, dass ihr irgendwo einen Parkplatz brauchtet oder dass ihr diese Ampel unbedingt grün brauchtet, weil ihr es eilig hattet und es hat funktioniert. Das ist unsere Schöpferkraft. Und das geht natürlich viel, viel weiter. Und es ist wichtig, dass wir da wieder hinkommen. Und wenn die Zirbeldrüse wieder anfängt zu arbeiten, das ist ja auch ein Prozess, dass sie mehr und mehr aktiv wird,
dann können wir uns an diese Punkte erinnern und Schritt für Schritt von da aus unsere Schöpferkraft wieder entfalten, wie eine Rose ihre Blütenblätter entfaltet. Also kann ich auch wirklich jetzt, ich meine, es ging ja vielen Müttern auch damals schon so, dass diese Kinder Fluorid-Tabletten gegeben wurden und es hieß, das wäre total wichtig. Jetzt bildet man sich ja fort, man liest sich zu dem Thema ein und dann wird ja relativ schnell klar, dass das nicht so gut war. Ja. Mittlerweile gehen ja auch Kinderärzte dazu über, dass sie sagen, bitte kein Fluorid schlucken. Also man merkt ja da diesen Prozess, der findet ja statt, aber muss ich mir jetzt keine Vorwürfe machen oder dass ich da jetzt irgendwas... Vorwürfe nutzen sowieso nichts. Genau, ja? Danke. Also, aber ich kriege das wieder regeneriert durch ja, diese... also die Zirbeldrüse kann sich regenerieren. Super. Ein Weg ist eben über die Klangcodes. Die Einwirkungen begrenzender Art sind ja noch viel vielfältiger. Da spielen die Störstrahlen eine ganz große Rolle. Und auch da kann man ganz viel tun. Also auch wenn du nicht mit Klangcodes arbeitest, es gibt nichts, was auf dieser Erde existiert, was keine Lebensenergie hat. Und wenn etwas Lebensenergie hat, dann möchte es von der Grundfunktion her lebensfördernd sein. Das heißt, wenn du es mit Handytürmen zu tun hast oder mit dem Router in deiner Wohnung, der natürlich ständig eine begrenzende Strahlung in dein System hinein gibt, dann weiß der das. Man kann mit denen sprechen. Ja, klingt verrückt, aber man kann. Ja. Da muss man schon eine sehr, wie sagt man, eine sehr gereinigte Zirbeldrüse haben, um mit diesen Themen. Man muss es für möglich halten, dass es geht. Genau. Nur das. Mehr braucht es nicht. So, dass sie dann mit mir sprechen, gut. Okay, das wird vielleicht nicht unbedingt passieren am Anfang. Aber es ist einfach so, dass du diesen Apparaten, was auch immer es ist, sagen kannst, es gibt einen anderen Weg. Du kannst auch Förderliches ausstrahlen, weil das wissen die nicht. Und dann drehen die sich um und verändern sich. Dann kann man natürlich noch Informationen geben, wie man förderlich arbeiten könnte. Das kann man sehr gut über Klangcodes tun, aber es gibt mit Sicherheit noch zig andere Wege, wie man das tun könnte. Ja? Da gibt es aber auf meiner Website zum Beispiel Klangcodes für eben diese Störstrahlung oder auch fürs Wasser und so weiter. Ja, zurück zur Zirbeldrüse. Wenn ich anfange, die Zirbeldrüse wieder zu wecken, dass sie wieder wach werden kann, dass sie wieder aktiv werden kann, dann beginne ich mehr und mehr wahrzunehmen, wie diese Synchronizitäten da sind, wie ich Schöpfer meiner Welt bin oder wie ich dann auch Schöpfer im negativen Sinne bin. Ach, das klappt ja sowieso nicht. Ja. Da kannst du davon ausgehen, es klappt nicht. Ja? Ja. Und das erlebst du dann mehr. Ja? Und dann lernst du, dass du das ändern kannst. Dazu kommt, dass die Zirbeldrüse in der Pubertät eine ganz große Rolle spielt, beim Erwachsenwerden. Kann man die weil auch sie eine der Nein, das muss man nicht. Wenn die Zirbeldrüse wieder gut funktioniert, funktioniert das alles. Also jetzt nochmal, ja, das finde ich jetzt spannend mit der Pubertät, habe ich ja auch so 2 zu Hause. Ja. Deswegen interessiert mich das noch besonders. Was passiert denn da? Es ist einfach so, dass die Pubertät leichter durchlaufen wird, weil die ganze Hormonsituation ausgeglichener wird. Die Zirbeldrüse hat eine zentrale Rolle in der Hormonharmonie, nenne ich es jetzt mal. Ne? Wie das genau ist, das kann dir ein Arzt besser sagen. Dann bespielst du die Zirbeldrüse mit den Klangcodes? Ja. Aber ich habe auch schon in anderen Interviews mit dir gehört, dass doch auch dieses Thema Atlas und die Zirbeldrüse auch eine wichtige Verbindung hat. Da gibt es auch Zusammenhänge, weil es gibt, wenn du mit der Zirbeldrüse arbeitest, stellst du fest, dass es wie ein Tau in unserem Körper gibt, also ein Kreuz ohne Strich nach oben. Ne, dieses Kreuz, was oben flach ist und dann so. Das nennt man ein Tau. Das heißt, du hast drittes Auge, Zirbeldrüse, kleine Fontanelle und Atlasregion. Und du hast dann die Verbindung von der Zirbeldrüse runter zum Herzen über den Thymus und dann in den unteren Bauch zu dem sogenannten Dantian oder Dantian.
Und diese Verbindung in der horizontalen und vertikalen, die ist wichtig, damit das System als Ganzes harmonisch funktionieren kann. Und wenn das System als Ganzes harmonisch funktionieren kann, wird auch der Körper gesund. Die Zusammenhänge sind einfach ganz klar. Ne? Und dabei spielt der Atlas eine große Rolle. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn du mit der Zirbeldrüse arbeiten willst, entweder für dich selbst oder auch dich behandeln lassen willst. Ich bilde jetzt auch Leute aus, die das dann machen können, an der Zirbeldrüse arbeiten, sind schon einige ausgebildet, werden auch immer mehr jetzt. Dann ist es sinnvoll, sich zuerst den Atlas korrigieren zu lassen und das dann im Nachgang zu machen, weil ich dann auch gleich eine freie Ebene habe, in der das Ganze schwingen kann, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Weil das Einströmen der Lebensenergie geht nicht über die Zirbeldrüse, über den Atlas, ja, oder diesen Bereich, nicht den Atlas selbst, den Bereich. Deshalb spricht die indische Philosophie da von dem Mund Gottes. Ne? Also wenn wir mit der Zirbeldrüse zu tun haben, haben wir es immer auch mit geistigen Kräften zu tun. Das ist nicht mehr nur physisch. Wenn du nur an dem Physischen interessiert bist, ausschließlich, dann ist die Atlaskorrektur für dich erstmal der richtige Weg. Und dann wirst du sehen, wie weit hat sich das auch in meiner Psyche ausgewirkt und bin ich bereit, da auch einen Schritt weiter zu gehen. Und die Zirbeldrüse, ja, hat auch eine ganz wichtige physische Funktion. Das mit der Pubertät fiel mir jetzt gerade ein. Da gibt es aber noch ganz viele andere Aspekte. Also das Zusammenwirken aller Kräfte im Körper hängt auch maßgeblich mit der Zirbeldrüse zusammen. Ähnlich wie der Atlas durch seine Stellung da eine wesentliche Funktion hat. Da kommen aber dann ganz viel auch geistige Kräfte hinzu. Aber um die geht es ja auch. Wir wollen ja hineinwachsen in ein neues Leben. Wir wollen eine neue Welt erschaffen. Vor allen Dingen auch diese ganze telepathischen Themen sollen ja jetzt auch das funktioniert auch immer besser. Also ich bin echt, manchmal finde ich es jetzt auch in der Zeit total verrückt, wie schnell alles geschöpft werden kann, wie gut wir schon verbunden sind. Und also es geht jetzt voran. Also das kann man wirklich sehen. Und aus dieser Herzensintelligenz erwächst auch eine neue Freude am Leben. Und das, was dann die fernöstlichen Menschen die Glückseligkeit, Bliss nennen, ja, oder Erleuchtung dann letztendlich als Endstufe, wobei es auch keine Endstufe ist. Aber ja, also diese immer mehr erleichterten Zustände von Wachsein, was natürlich auch ein Erwachtsein für das, was sich wirklich abspielt in dieser Welt ist. Das ist dann die, in Anführungsstrichen, schmutzige Seite der Sache, die man auch mitnehmen sollte, weil sonst läuft man irgendwie als Engel durch die Welt, aber nicht als guter Engel. Man hat nämlich keine Füße mehr. So. Ja. Also das Erwachen, aber dann ist es leichter tragbar. Wenn die Zirbeldrüse aktiv wird, dann hast du eine Freude, weil du weißt, ich bin Schöpfer meiner Welt, da entsteht was Neues und dann kann ich das Alte auch angucken. Ach, so war das. Ach, okay, deswegen war das manchmal so schwierig. Also ich habe das wirklich ganz stark gehabt, dass als ich diese Sachen erfahren habe, einige von den Dingen, die ich jetzt gar nicht alle erwähnen will, teilweise sind sie wirklich grauenvoll, da habe ich dann wirklich gedacht, jetzt verstehe ich, warum das manchmal wie so ein Sumpf war, durch den ich gewartet bin. Jetzt weiß ich, warum das so schwer war. Ja? Und jetzt wird es leichter. Es wird immer leichter. Ja, man kommt auch mit der Wahrheit besser klar. Ich glaube, in dem Moment, wo man selber eben mit sich im Reinen ist und man erfährt dann vom Außen dann Wahrheiten oder wie es eigentlich richtig war, dann kommt man auch nicht mehr in diesen inneren Konflikt. Dann kann man das so sein lassen. Ja? So ist es. Und ich denke, dieser innere Konflikt, wir haben ja drüber gesprochen. Es sind einfach noch viele Konflikte in der Gesellschaft, wo man wirklich merkt, manche Menschen sind aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage, die Wahrheit sehen zu können und zu wollen. Und dass da wie so ein Hindernis darin steckt. Würdest du da auch direkt mit der Zirbeldrüse arbeiten? Unbedingt.
Gibt es da noch andere? Ich glaube, es ist ja da die gibt es noch eine Angst. ganze Menge Also, andere Sachen, die man zusätzlich tun kann. Aber die Zirbeldrüse ist, könntest du sagen, der Dreh- und Angelpunkt. Weil wenn die wieder aktiv wird, und man sieht es ja oft auch vor diesen Gebäuden von den Mächtigen dieser Welt, da stehen ja diese Zirbeldrüsen, Steinfiguren. Ja? Da ist auch ein Bewusstsein drin, dass man weiß, dass wenn das wach wird, dann ist Manipulation in der Weise nicht mehr möglich und auch absolut nicht mehr nötig, ja? Weil der Mensch autark wird, weil er für sich selbst einstehen kann. Und dann kann er auch aus seinem Inneren heraus seine Wahrheit immer mehr entdecken und entfalten. Und er wird sie auch leben können. Und er wird eine neue Welt schaffen können. Und er sagt dann auch an irgendeinem Punkt, die Informationsflut war schön und gut, aber jetzt reicht's. Jetzt gehe ich in eine neue Zukunft. Jetzt schaffe ich eine Welt, in der ich leben will. Und ich kann euch sagen, das funktioniert. Ich kann euch eine Geschichte dazu erzählen, die erzähle ich jetzt noch kurz. Ich habe mir eine Katze gewünscht. Ich hatte lange Zeit keine Katze mehr. Ich reise aber relativ viel, musste also eine Möglichkeit sein, dass die versorgt ist, wenn ich nicht da bin. Ich wollte gerne eine Maine Coon. Ich wollte aber nicht so viel Geld ausgeben für eine Katze. Und ich wollte und ich wollte und ich wollte. Und ich habe mir ein genaues Bild gemacht, habe das losgelassen, habe es vollkommen auch vergessen. Und was passierte? Die Katze kam zu mir. Ist dir zugelaufen? Nicht richtig zugelaufen. Ach so, okay. Aber mich hat jemand angemorst, also sie hat mich angeschrieben, ob ich nicht jemand wüsste für ihre Katze, für ihre Maine Coon Katze. Und sie würde die auch in Ferien immer noch mal wieder nehmen. Ach, gucke mal da. Und. Es war perfekt genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Jetzt habe ich eine wunderschöne Maine Coon Katze. Und wir sind ganz glücklich miteinander. Sie mit mir und ich mit ihr. Toll. Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Elisabeth, für den tollen Einblick. Und wir hoffen, dass die Zirbeldrüse ganz schnell sich bei vielen, bereinigt oder und wieder wach wird. Wieder aktiv belebt wird. Ja. Und da könnt ihr selber was für tun. Findet auf der Website einen Kurs, den ihr für euch selbst besuchen könnt, um da selber dran zu arbeiten. Und euch behandeln lassen. Beides geht. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten zu dem Thema Zirbeldrüse was für sich mitnehmen. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema für diese Zeit. Und wir haben schon gehört, was da alles noch in uns steckt und was wir alles noch schöpfen können in der jetzigen Zeit und noch mehr in der Zukunft auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.